Einen schönen guten Morgen und schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet habt. Dem Kanal für alle Camper, die das ultimative Abenteuer suchen. Wer kennt es nicht? Der Himmel bedeckt sich immer mehr und mehr, die Regentage erhöhen sich zumal und das Thermometer zeigt keine zweistelligen Temperaturen mehr an. Ein Zustand, der allen bekannt ist. Der Winter nähert sich. Eine Jahreszeit, in der viele Camper mit dem Gedanken spielen, einfach in die Wärme zu flüchten. Doch auch im Sommer zieht es den einen oder anderen in dieses schöne und authentische Land voller Sehenswürdigkeiten und mediterranen Speisen. Die Rede ist von Spanien. Spaniens Campingplätze verzeichneten 2022 über 9,5 Millionen Touristen insgesamt und ausgenommen der pandemischen Jahre verzeichnet das Land im Campingsektor deutlich jährliche Besucherzuwächse. Doch so schön ein Campingtrip nach Spanien auch ist, immer wieder ist die Rede von miesen Tricks auf spanischen Autobahnen oder sogar gefährlichen Raubsituationen. Diese sind nicht frei erfunden und auf so manche Dinge sollte man unbedingt achten. Wir selbst fahren auch gerne nach Spanien und wissen selbst, auf welche Anzeichen man achten sollte, um keiner Betrugsmasche zum Opfer zu fallen. Auch wir wurden in Spanien bereits zur Zielscheibe. Doch konnten durch unser Wissen die eine oder andere Situation deeskalieren. Daher haben wir auf unserer Spanienreise einige Camper befragt. Welche Betrugsmaschen sind euch unterlaufen und welche Tipps könnt ihr unseren Campinglust TV-Zuschauern geben? Hier die Top 5 der Betrugsmaschen auf spanischen Autobahnen. Viel Spaß! Erstens, falsche Polizisten. Stellt euch vor, ihr fahrt gemütlich durch Spanien, die Sonne scheint und plötzlich taucht im Rückspiegel ein Polizeiauto auf. Ihr werdet angehalten. Sogar die Signalleuchten auf dem Dach leuchten. Es gibt also keine Bedenken. Zwei Männer in Uniform treten an euer Fahrzeug heran. Euer Puls steigt, aber ihr bleibt ruhig. Schließlich habt ihr nichts falsch gemacht. Oder doch? Langsam kommt die Angst auf, dass ihr eure Weiterfahrt unterbrechen müsst und damit der Urlaub erstmal pausiert. Ihr denkt in diesem Moment an die Sicherung der Gasflasche oder ob ihr die Warntafel am Fahrradträger vergessen habt. Kleinigkeiten, die ihr vielleicht mit einer kleinen Ausrede gerade rücken könntet. Doch die beiden Beamten behaupten, es gebe Unregelmäßigkeiten mit euren Papieren oder eurem Fahrzeug. Sie raten euch sogar direkt einen Anwalt anzurufen und die Strafe in Höhe von 1.000 € auf der Dienststelle bezahlen zu können. Die Stimmung wird immer bedrohlicher und schließlich fordern sie, dass ihr eine Geldstrafe direkt vor Ort in bar zahlen könntet. Denn wenn ihr die 100 € vor Ort bezahlt, könntet ihr die 1.000 € Strafe umgehen und die Sache wird einfach fallen gelassen. Das ist der Moment, in dem die Alarmglocken läuten sollten. Denn echte spanische Polizisten verlangen niemals Bargeld auf der Straße. Doch genau das versuchen diese Betrüger auszunutzen. Eure Unsicherheit und euer Vertrauen in die Autorität. Was solltet ihr also tun? Zuerst einmal Ruhe bewahren. Fordert die Dienstmarken der Beamten und überprüft sie. Seid euch bewusst, dass ihr das Recht habt, die Zahlung auf einer Polizeistation vornehmen zu können. Echte Polizisten werden das verstehen, Betrüger hingegen werden nervös. Ein Camper berichtete, in eine solche Situation gekommen zu sein, in der die Polizisten eine Fahrzeugdurchsuchung aufgrund von Drogen forderten. Bei diesem Trick versteckten die falschen Polizisten sogar Tütchen mit unbekannten Pülverchen und im Nachhinein sagten sie, sie hätten Drogen gefunden. Zweitens, der hilfreiche Fahrer. Der zweite Trick auf unserer Liste ist eine besonders perfide Methode, die das Vertrauen und die Hilfsbereitschaft von Reisenden ausnutzt. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Autobahn mit schönem Ausblick unterwegs. Ihr genießt den Ausblick und der umkreisende Verkehr ist quasi ausgeblendet. Wieso auch? Ihr fahrt ja gemütlich und ohne Hektik stundenlang auf dieser einen Autobahn. Und plötzlich hört ihr einen dumpfen Schlag. Ihr könnt den Schlag nicht zuordnen, aber er hörte sich sehr schlecht an. Fast ohne Verzug bemerkt ihr ein Fahrzeug auf Höhe eures Führerhauses. Der Fahrer oder der Beifahrer gibt euch hektische Zeichen. Er winkt, hupt und zeigt auf euer Fahrzeug, als ob etwas nicht in Ordnung wäre. Vielleicht eine offene Klappe oder ein vermeintliches Problem am Wohnanhänger? Euer erster Instinkt? Anhalten und nachsehen. Es könnte ja ein ernsthaftes Problem sein und solltet ihr damit vielleicht den winkenden Fahrer beschädigt haben, habt ihr keine Lust auf eine vermeintliche Fahrerflucht. Doch genau das ist der Trick. Während ihr abgelenkt die wunderschönen Facetten der spanischen Landschaft besichtigt
und gedanklich schon am Camping- oder Stellplatz angekommen seid. Fährt hierbei ein PKW unbemerkt vorbei und einer der Mitfahrer wirft einen harten Gegenstand, wie zum Beispiel einen Backstein oder eine Glasflasche an euer Fahrzeug, was diesen lauten Schlag ergibt. Diese Masche funktioniert, weil die Räuber auf unsere natürlichen Reaktionen auf Notfallsituationen setzen. Ihr haltet für gewöhnlich auf dem Standstreifen an und die vermeintlichen Helfer weisen euch als erstes darauf hin, dass jederzeit ein Auto von hinten reinfahren könnte. Schließlich sollen alle Mitfahrer das Fahrzeug verlassen, damit es zu keinem Drama kommt. Während der Fahrer mit euch gemeinsam um das Auto läuft und nach dem Problem sucht. Ja, dazu gehört auch unter das Auto legen und an irgendwelchen Bauteilen herumreißen. Steigt einer der Komplizen aus dem vorderen Auto aus und versucht auf der Fahrerseite in euer Fahrzeug zu kommen. Schließlich werden die wichtigen Fächer durchsucht und alles vermeintliche Wertvolle innerhalb von einer Minute mitgenommen. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. Der Komplize gibt dem Helfer ein vereinbartes Zeichen und der soeben noch freundliche Helfer verschwindet einfach. Wie könnt ihr euch also schützen? Haltet niemals an, wenn euch jemand auf der Straße auf ein Problem hinweist. Selbst wenn ihr wirklich ein Geräusch wie zum Beispiel einen Schlag gehört habt. Wägt ab, ob sich nach dem Schlag noch weitere Geräusche ergeben und ob ihr eine Veränderung des Fahrverhaltens spüren könnt. Fahrt weiter bis zu einem sicheren Ort, wie einer Tankstelle oder einem belebten Parkplatz. Verriegelt dort alle Türen, bevor ihr aussteigt, beziehungsweise wenn ihr aussteigt. Generell schließt euer Fahrzeug immer ab, auch wenn ihr nur kurz weg seid. Dazu zählt auch, nur mal ganz kurz an die Garage des Fahrzeuges zu gehen. Nun zum dritten, der Reifenplatzer-Trick. Der Reifenplatzer, das klingt nach einem normalen Problem, das jedem von uns auf der Straße passieren könnte, oder? Aber was ist, wenn ich euch sage, dass dieser Plattfuß absichtlich herbeigeführt wurde? Ja, genau das provozieren Betrüger, die sich gezielt auf Camper spezialisiert haben. Dieser Trick ist dem vorherigen Trick, dem hilfreichen Fahrer, sehr ähnlich. Hier gelten aber andere Präventionsmaßnahmen. Während ihr an einer Raststätte oder einem Parkplatz steht, manipulieren sie eure Reifen, sodass ihr erst einige Kilometer später bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Meistens stechen die Betrüger kurz mit einer kleinen, scharfen Klinge oder einem spitzen Nagel in euren Reifen, so dass euer Reifen langsam die Luft verliert. Schließlich bleibt ihr auf dem Standstreifen stehen, um nach dem Schaden Ausschau zu halten. Und dann passiert es. Ein freundlicher Helfer erscheint aus dem Nichts. Er sagt, er habe euch zufällig bemerkt und möchte euch helfen. Er stellt Fragen darüber, ob ihr ein Ersatzrad besitzt oder nicht. Nun spaltet sich die Situation. Wenn ihr eines besitzt, fordert er euch auf, dass alle Mitfahrer das Auto aus Sicherheitsgründen verlassen sollen, da jederzeit ein Auto hinten reinfahren könnte. Wenn dies geschieht, sieht der Komplize des Betrügers, der noch im Auto sitzt, dies als Zeichen und versucht über die Fahrertür des Mobils in das Fahrzeug zu kommen, um Wertsachen zu entwenden. Hier ist der Ablauf wie beim Trick des Helfers. Ein anderer bekannter Ausgang ist aber auch, insbesondere wenn ihr kein Ersatzrad besitzt, die zufällige einzige Werkstatt. Hierbei werdet ihr nicht ausgeraubt, sondern der Helfer weist euch darauf hin, dass es hier weit und breit nur eine Werkstatt bzw. einen Reifendienst gibt. Dieser gehört nicht selten der Bande an oder der vermeintliche Helfer erhält eine Provision von der Werkstatt. Zudem werden euch die Reifen in dem Fall oftmals auch noch überteuert verkauft. Ihr seid ja in einer Notlage. Was solltet ihr also tun? Wenn ihr bemerkt, dass ein Reifen platt ist, fahrt so weit möglich weiter zu einer belebten Tankstelle oder Werkstatt. Riskiert dabei natürlich nicht eure Gesundheit. Verlasst euch nicht auf die Hilfe Fremder an abgelegenen Orten. Ein echter Pannendienst oder eine Werkstatt ist immer die bessere Wahl und selbst in vermeintlichen, verlassenen Orten erreichbar. Ruft bei eurer Versicherung an oder haltet Rücksprache über die Auslandshotline eures Pannendienstes bzw. Schutzbriefes. Im allerschlimmsten Falle könnt ihr euch auch über die örtliche Polizeirufnummer erkundigen. Doch wie könnt ihr solch einen Vorfall überhaupt verhindern? Solche Betrügereien stellen auch in Spanien eine ernstzunehmende Straftat mit harten Konsequenzen dar. Aus diesem Grund wägen auch die Räuber ab, ob es sich bei euch lohnt und ob das Risiko, entlarvt zu werden, zu groß ist. Um das Tanken kommt leider niemand von uns herum. Wenn der Tank leer ist, ist der Tank leer. Basta. Doch an der Tankstelle angekommen, können alle Mitfahrer das Fahrzeug verlassen und sich draußen positionieren. Ähnlich
wie bei einem Rast. Die Mitfahrer führen draußen eine viel bessere Übersicht und können sich nähernden Personen auch erkenntlich zeigen. Natürlich sollte das Fahrzeug verriegelt werden. Weiter könnt ihr während der Fahrt Ausschau halten, ob euch Fahrzeuge auffällig lange verfolgen. Solltet ihr unüblich lange Verfolger vermuten, könnt ihr die Geschwindigkeit so weit verringern und darauf achten, ob das verfolgende Fahrzeug überholt oder nicht. Dies kann ein guter Indikator dafür sein, ob man vielleicht an der nächsten Tankstelle abfährt und beobachtet, wie der Verfolger handelt. Solltet ihr dennoch auf der Autobahn halten müssen und es tauchen Personen auf, hilft oftmals direkt zu sagen, ihr hättet bereits die Polizei angerufen und diese käme bereits zur Pannenstelle. Viertens, der Tankstellenbetrug. Bevor wir aber auf den fünften und schlimmsten bzw. übelsten Fall eingehen, haben wir hier für euch noch einen etwas kleineren und harmloseren. Viele Camper fahren die Tankstelle natürlich nur an, wenn es notwendig ist. Klar, man fährt tanken, wenn der Tank leer ist. Gerade aus den vorangegangenen Gründen scheint dies ja auch sinnvoll, denn mit jedem Tankstopp erhöht sich natürlich auch das Risiko, einer der Betrugsmaschen zum Opfer zu fallen. Dies wissen natürlich auch die Tankstellenbetrüger. Ihr tankt gerade euren Tank voll und gedanklich ärgert ihr euch schon über den hohen Betrag, den ihr gleich wieder bezahlen müsst. Plötzlich kommt ein netter Herr oder eine nette Dame um die Ecke und begrüßt euch als Tankstellenbetreiber und liest den Betrag von der Zapfsäule ab. Schließlich zückt er oder sie die dicke Geldbörse und fordert euch auf, den Betrag in bar zu bezahlen. Manchmal auch mit der Argumentation, das Kartenterminal wäre heute defekt. Da es in den südlichen Ländern immer mal wieder Tankstellen mit Kassierer an den Zapfsäulen gibt, kommt euch das Szenario nicht ungewöhnlich vor. Doch Vorsicht, die Situation kann von nun an so weiterlaufen. Ihr bezahlt den Betrag, der Kassierer teilt euch mit, dass ihr kurz warten sollt, damit er oder sie den Bezahlbetrag, den Beleg, drinnen holen kann. Manchmal auch mit der Aussage, er habe kein passendes Wechselgeld, er müsse es drinnen holen. Doch, der Betrüger hat sein Tagesgeschäft gemacht. Er gehört nämlich nicht zur Tankstelle und ist, sobald ihr den Betrug vermutet, über alle Berge verschwunden. Die offene Tankrechnung müsst ihr natürlich dennoch an die Tankstelle bezahlen. Auf diese Art und Weise ist die Urlaubskasse schnell mal um 200 bis 300 Euro leichter. Solltet ihr euren Tank gerade erst so richtig voll gemacht haben, ist das natürlich ärgerlich. Unser Tipp: Besteht auf die Zahlung per Bank oder Kreditkarte. Oder wenn ihr den Betrag in bar bezahlen möchtet oder müsstet, es kann ja sein, dass das Kartenterminal tatsächlich defekt ist, dann sagt immer, ihr möchtet eh noch etwas im Shop kaufen. Handelt es sich um einen echten Kassierer, wird er euch sofort in das Geschäftshäuschen verfolgen. Betrüger machen das übrigens nicht. Nun zum fünften und damit letzten, aber auch grausamsten Trick überhaupt. Der Parkplatzüberfall. Der letzte Trick, den wir euch heute vorstellen möchten, passiert oft auf Parkplätzen oder Raststätten. Zählt zu den schlimmsten überhaupt. Trotz des grausamen Vorgehens passiert es leider immer wieder. Und auch andere bekannte YouTuber hat es bereits getroffen. Ihr seid vielleicht gerade dabei, eine Pause einzulegen oder möchtet am Abend ein paar Stunden Nickerchen machen, um ausgeruht weiterfahren zu können. Plötzlich klopft es an der Tür. Ja, das könnte jetzt ein Fake-Polizist sein, der euer Fahrzeug nach Drogen durchsucht oder euch mitteilt, dass etwas mit den Papieren nicht stimmt. Naja, kennen wir, hatten wir eben schon. Nein, viel schlimmer. Ehe ihr darauf reagieren könnt, ragt euch ein Messer oder sogar eine Pistole in das Gesicht. Ob diese nun echt ist oder es sich um eine originalgetreue Softwarepistole handelt, könnt ihr in diesem Moment sowieso nicht abwägen. Wie auch. Ihr befindet euch ab nun in einer Bedrohungssituation. Die Räuber fordern euch auf, Geldbörsen und weitere Wertgegenstände abzugeben. Es handelt sich hierbei um eine sehr schnelle Aktion. Aus Angst vor einem Attentat gebt ihr natürlich alles ab, was ihr gerade greifen könnt. Die Räuber werden in der Tonlage immer aggressiver und rauer und drohen euch abzustechen oder zu erschießen. Obwohl ihr alles gegeben habt, unterstellt er euch, er wisse, dass ihr noch mehr habt und setzt euch unter Druck. Er würde nämlich gleich losschießen. Schließlich rückt ihr noch mit allem anderen heraus, was euch einfällt und was ihr um euch greifen könnt. So lange, bis der Räuber bemerkt, dass ihr wirklich nichts mehr habt. Doch hier ist eines sehr wichtig. Auch die Räuber haben nur ein gewisses Zeitfenster. Alles darüber hinaus bedeutet für die Räuber ein großes Risiko. Dieses Zeitfenster könnt ihr in einem gewissen Maß selbst definieren. Grundsätzlich ist nämlich gesagt, umso einsamer und verlassener ihr steht,
desto mehr Zeit haben die Räuber. Weiter solltet ihr vor der Öffnung von Türen und Fenstern erst einmal herausschauen, wer da steht. Behördenbedienstete geben sich immer ersichtlich und weisen sich auch vor dem Fenster schon aus. Außerdem könnt ihr androhen, erstmal die Polizei anzurufen. Echte Polizisten bleiben davon unbeeindruckt und verstehen eure Situation. Betrüger hauen in der Regel ab, sobald sie bemerken, dass ihr die Polizei anruft. Außerdem ist es sehr sinnvoll, 2 Fake-Geldbörsen mit ein paar Euros und vielleicht einer ausgemusterten Mitgliedskarte in den Seitentüren zu verstauen, während ihr die echten Geldbörsen im Fahrzeug, zum Beispiel im Badezimmerschrank, versteckt. Natürlich gibt es da noch viel bessere Verstecke, das weiß ich doch. Aber nur um mal ein Beispiel genannt zu haben. Denn im Endeffekt ist alles besser als die Fächer der Türen. So habt ihr im Falle eines Überfalls die Möglichkeit, die Fake-Geldbörsen abzugeben und damit Zeit zu gewinnen. Auch wenn es euch sehr schwer fällt, bleibt bei der Aussage, dass es die einzigen Wertgegenstände sind, die ihr habt. Auch wenn ihr bedroht werdet. Bleiben die Räuber trotzdem tough, gebt ersichtlich nach und geht kein Risiko ein. Hierbei räumt ihr vor den Räubern die Schränke aus, aber nicht die, bei denen ihr wisst, dass dort eure Wertsachen drin sind. So, liebe Zuschauer, das waren die 5 häufigsten Betrugsmaschen und Gefahrensituationen, mit denen Camper und Reisende auf spanischen Straßen konfrontiert wurden. Diese Tricks sind raffiniert und spielen oft mit unseren Emotionen, unserer Hilfsbereitschaft und unserer Angst vor Problemen oder unserer Unaufmerksamkeit in alltäglichen Situationen. Aber mit ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr euch schützen. Wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid, denkt an diese Tipps und bleibt wachsam. Es geht nicht darum, paranoid zu werden, sondern einfach nur vorbereitet zu sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, um mehr solcher hilfreichen Tipps zu erhalten. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, die ebenfalls auf Reisen gehen, denn gemeinsam können wir dafür sorgen, dass alle sicher unterwegs sind. Danke fürs Zuschauen und bleibt sicher da draußen. Euer Marvin von Campinglust TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!